Alles begann mit diesem einen Satz in meinem Kopf. Dieser Satz lautete: Du solltest es einfach machen. Nachdem ich nun fast 3 Monate auf meinem Rollentrainer im dunklen Keller trainierte, fasste ich den Entschluss, meine ganz persönliche Traumreise zu realisieren. Ich hatte sehr viele Ideen und die Möglichkeiten waren unzählig. Doch auf einer Website las ich von der sogenannten Rennradinsel. Eigentlich für andere Dinge bekannt, bietet diese die beste Infrastruktur und für Anfang März wirklich optimale Trainingsbedingungen. Einige Strecken zählen zu den schönsten weltweit und sind einfach nur legendär. Mein Ziel war nun also klar. Also, auf geht's! Nach einem sehr kurzen Flug landete ich auf Mallorca. Es war mitten in der Nacht. Daher schlief ich in einem kleinen Hotel in der Nähe des Flughafens. Am nächsten Morgen trat ich vor die Tür und war direkt im Paradies. Direkt am Meer und umgeben von Palmen. Nach einer kleinen Arbeitseinheit für die besten Kunden der Welt machte ich mich auf zu meinem ersten Ziel. Mit dem Bus durchquerte ich die gesamte Insel vom Süden in den Norden. Die Landschaft veränderte sich und meine Vorfreude fand in meinem Körper kaum noch Platz. Ankommen, auspacken, sich ein bisschen einrichten. Direkt gegenüber des Hotels organisierte ich mir ein Rennrad für den nächsten Tag. So viele Sportler auf einem Haufen. Frisch aufgebrezelt lud ich mich zum Abendessen ein und kam langsam, aber sicher in dieser völlig anderen Welt an. Nach 2 Hauptgängen und unzähligen Extras musste ich mich etwas ausruhen, während eine reizende Diva auf der Bühne ihr Herz ausschüttete. Nach einer sehr erholsamen Nacht war es nun endlich soweit. Die erste Tour stand an. Das Wetter, die Temperaturen und diese Waffe unter meinem Gesäß ließen mich schnell die kurzen, dunklen Tage des Winters vergessen. Jede Schweißperle, die am Berg tropfte, wurde mit atemberaubenden Aussichten belohnt. Bergauf fuhr ich nur selten allein.
Immer wieder überholten mich Spitzensportler, um am Anstieg zur berühmten Tankstelle ihr Herz auf Höchstleistung zu trimmen. Nach einer starken Bohne im Kloster ging es über die Hochebene wieder heimwärts. Dabei war ich teilweise komplett allein unterwegs. Die gewaltige Landschaft faszinierte mich und die ersten 50 Kilometer waren schnell vergessen. Für die Regeneration hat sicher jeder seine eigenen Ansätze. Spongy-Saft gehört bei mir nicht dazu. Der nächste Tag begann mit einem Spaziergang am Strand. Am Frühstückstisch warteten bereits Rüdiger und Steffen. Heute wollten wir zusammen unterwegs sein. Wir haben uns vorgenommen, nach Sa Calobra zu fahren. Um zu dem kleinen Hafen zu gelangen, fährt man einen Bergpass auf ca. 700 Meter Höhe, um dann durch den legendären Krawattenknoten wieder ganz nach unten auf Meeresspiegelniveau zu rollen. Zurück führt danach nur derselbe Weg, inklusive der identischen Höhenmeter. Meine zwei Begleiter waren bereits pensioniert und haben mir gezeigt, wo der Hammer hängt. So eine körperliche Leistung in diesem Alter abzurufen, hat mich extrem beeindruckt. Während sich andere lieber fahren lassen, sind wir selbst gefahren.
Ich sage ja immer, Wetter ist, was du draus machst. Und wann hat man schon mal die Möglichkeit, an einem sonst völlig überfüllten Strand allein planschen zu gehen? Eigentlich wollte ich einen Ruhetag einlegen, aber der Wetterbericht fand diese Idee nicht so gut. Daher lieh ich mir für meine letzte Tour im Norden nochmal ein richtiges Geschoss. An dem Tag sollte es eigentlich nur zum Leuchtturm am Kap Formentor gehen. Wie gesagt, eigentlich. Denn anstatt wieder zum Hotel zu kullern, kletterte ich die Strecke des Ironman hinauf zum Kloster, um mir die Berge der Hochebene mal von der anderen Seite aus anzuschauen. Jeden Tag, wenn ich aus meinem Zimmer kam, sah ich diesen Berg, wenn ich durch das Fenster schaute. Für meinen Ruhetag hatte ich mir daher vorgenommen, diesen kleinen Gipfel zu besteigen. Wie sich herausstellte, verdeckte der Gipfel, den ich sah, nur den dahinterliegenden, echten Gipfel. Oben angekommen, konnte man entspannt hinüberwackeln und wurde mit einem 360-Grad-Panorama belohnt. In den Bergen war das Wetter wie angekündigt wirklich mies und es regnete immer wieder. Meine Zeit in Alcudia war vorerst vorbei. Und so machte ich mich auf den Weg nach Pagera, einer kleinen Stadt ganz im Süden der Insel. Diese Stadt war das komplette Gegenteil. Es war so ruhig. Es gab keine Sportler, keine jungen Leute, keine Kinder.
Der nächste Tag sollte stürmisch werden, also befragte ich meinen Rat zu dieser Angelegenheit. Go, 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 go. An der Süd- und Westküste der Insel war alles in Ordnung. Also fuhr ich meine Tour wie geplant weiter. Ein großer Fehler, wie sich nur wenige Meter weiter zeigte. Der Wind an der Nordküste erreichte laut Wetteramt Geschwindigkeiten von bis zu 90 km/h. Und so passierte es. Eine Böe schob mich von der Straße und drückte mich gegen das Begrenzungsholz. Zum Umkehren war es zu spät und so rollte ich langsam mit einem ausgestreckten Bein weiter. Genau diese Entscheidung, weiterzumachen, zahlte sich nur wenige Kilometer später aus. Der Wind ließ nach und ich tauschte mich mit anderen über diese unvergesslichen Momente auf dem Rad aus. Auf der anderen Seite der Berge war der Wind faktisch nicht mehr vorhanden. Diese Windstille löste in mir eine intensive Ruhe aus, wie ich sie nur selten habe. Nach der Tour ist vor der Tour. Die Zeit war gekommen für die Königsklasse. Meine bisher anspruchsvollste Strecke stand nun auf dem Plan.
Port Désolé war unbeschreiblich schön. Das hatte sich scheinbar bereits herumgesprochen. Und so war ich bei dieser Tour nur selten allein. An der Stelle möchte ich Markus und Nadine grüßen. Dank ihnen habe ich einige Videos von mir. Außerdem haben sie mich stets motiviert, meinem gesunden Appetit zu folgen. Zum Abschluss wollte ich eigentlich eine entspannte Tour fahren. Leider ging mitten in den Bergen der Motor meiner elektronischen Schaltung kaputt und so musste ich meine schwer erkämpften Höhenmeter aufgeben und zurück ins Tal rollen. Dort wartete bereits ein neues Bike auf mich. Meine Hotels und Verleihstationen möchte ich euch wirklich sehr empfehlen. Ohne diese Fleißbienen wäre dieser Urlaub nicht möglich gewesen. Sagte ich vorhin wirklich, Port Désolé wäre schön? Ach ja, das war vor Valdemossa. Ein echtes Highlight am Ende dieser unglaublichen Reise. In diesem Video bedanke ich mich bei all meinen Kunden, Unterstützern, Partnern, Freunden und meiner Familie. Ihr seid bei all meinen Abenteuern in meinem Herzen. Ohne euch wäre all das nicht möglich. Passt auf euch auf und bleibt gesund.
Erinnerungen entstehen nur, wenn du Gedanken und Ideen verwirklichst. Ich wünsche dir daher von ganzem Herzen den Mut dazu. Denn die Lebenszeit reicht nicht, um auf eine zweite oder dritte Chance zu warten. Unsere beste Zeit ist jetzt.